Man sagt, ein Blick in die Augen ist wie ein Fenster in die Seele einer Person. Aber es muss doch auch irgendwie anders gehen. Beschäftigen wir uns mit einer Fachdisziplin, die sich mit Verhalten, mit zwischenmenschlichen Beziehungen und ihren Auswirkungen beschäftigt, der Psychologie. Wir sind mit den Themen der Psychologie weitaus mehr vertraut als mit anderen Wissenschaften. Mehr als wir eigentlich vielleicht glauben. Denn nach der Schulzeit setzen nur wenige einen Fuß in ein Chemielabor oder gucken in ein Mikroskop oder in den Himmel und erforschen Sterne. Wohingegen wir aber sicherlich alle mit Menschen zu tun haben. Mit Arten der Kommunikation, mit Farben, mit Blicken, mit Prozessen des Lernens und mit ihren Auswirkungen auf unsere Emotionen und auf unser Wohlbefinden. Wir sind also im Grunde genommen alle so eine Art Amateurpsychologen. Aber wir wollen Vertrautheit nicht mit Sachkenntnis verwechseln. Schauen wir uns also diese Thematik etwas genauer an und starten eine Reihe Good to Know der Psychologie. Dass wir unsere Theorien für Motive und Handlungen anderer haben, beweist noch nicht ihre Richtigkeit. Denn in der Psychologie geht es darum, Intuition komplett zu ignorieren und mit wissenschaftlichen Methoden herauszufinden, warum Menschen sich so verhalten, wie sie es eben tun. Das ist jetzt nicht selbstverständlich, denn von Anfang an stieß diese Haltung eigentlich auf Widerstand. Zu Beginn waren nämlich Fragen der Psyche eigentlich Fragen der Philosophie. Und selbst als erste Untersuchung die Relevanz der Forschung über die Psychologie eigentlich bewiesen, gab es sehr viele Ansichten darüber, dass man glaubte, man solle sich bei wissenschaftlichen Forschungen mit ersichtlichen, greifbaren Dingen beschäftigen und nicht mit Themen des Denkens, eher mit greifbaren, beobachtbaren Verhaltensformen. Somit gibt es einen Unterschied zwischen der alten Schule und der neuen Schule. Mit dieser Entwicklung hat sie es quasi zu einer blühenden, ernstzunehmenden Wissenschaft geschafft. Dabei gibt es unterschiedliche Disziplinen, wie die Kindesentwicklung. Warum neugeborene, schreiende, kreischende Kinder sich so entwickeln, wie sich ihr Charakter entwickelt. Dabei sprechen wir natürlich von einem Wachstum und Veränderungen. Diese Wissenschaft mündet dann letztendlich in die Wissenschaft der Neuroplastizität. Die sagt im Grunde aus, dass das Gehirn nicht irgendwann aufhört, sich zu entwickeln, sondern dieser Prozess ein Leben lang andauert. Ein anderer Schwerpunkt ist das Thema der Entscheidungen, die jedes Individuum in seinem eigenen Interesse und im Interesse der Gesellschaft trifft. Welche Rolle spielen dabei Gefühle, die Art und Weise, wie wir denken? Welche Wichtigkeit des Menschseins haben dabei unsere Emotionen? Ob in kriminellen Banden, in Unternehmen, in einem Sportverband oder politische Parteien. Wir Menschen sind soziale Wesen. Das bringt uns zur nächsten großen Thematik, die Sozialpsychologie. Denn wir Menschen bewegen uns in Gruppen. Wir haben Bedürfnisse und Erwartungen. Dabei gibt es interessante Einsichten und Themen, zum Beispiel zur Tyrannei oder Gehorsamkeit. Wie entwickeln sich diese in der Psyche der Menschen? Dann gibt es natürlich noch die Thematik der, ich sag mal, klassischen Psychologie. Das, was uns einfällt, und zwar die der psychischen Störungen. Was uns von anderen Menschen unterscheidet. Wie sieht es aus mit Persönlichkeiten, mit Intelligenzen, mit psychischen Störungen und wie muss man diese therapieren und behandeln? Und dann gibt es noch eine besonders spannende Thematik, die der Gedanken und Sprache. Mein persönliches Lieblingsthema. Da geht es dann um Themen wie den Placebo-Effekt, Bewusstsein, Geist, Gedanken, wie aus rein materiellem Dasein plötzlich ein Geistesleben entwickelt. Eins ist sicher, obwohl die Psychologie ein noch sehr relativ neues Themenwissenschaftsgebiet ist, ist es unglaublich komplex und spannend. Stay tuned also über die Good to Know-Reihe Psychologie, über die komplexeste Einheit im Universum, der menschliche Verstand.